Guten Morgen zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Heute sprechen wir über Berufe. Genauer gesagt über einfache und schwierige Berufe. Ja, das ist ein spannendes Thema. Emilia, was denkst du? Welche Berufe sind einfach und welche sind schwierig? Das ist eine gute Frage, Henry. Ich denke, jeder Beruf hat seine eigenen Herausforderungen. Aber manche Berufe sind körperlich anstrengend, andere sind mental schwierig. Genau. Zum Beispiel arbeite ich gerne am Computer. Ich sitze den ganzen Tag und tippe. Manche Leute sagen, das ist ein einfacher Job. Aber ist das wirklich einfach? Du musst konzentriert bleiben, viele Stunden denken und Probleme lösen. Das stimmt. Mein Rücken tut oft weh und meine Augen sind müde. Also, vielleicht ist kein Job wirklich einfach. Richtig, ich habe eine Frage an euch, liebe Zuschauer. Was denkt ihr? Welcher Beruf ist am schwierigsten? Schreibt es in die Kommentare. Gute Idee, Emilia. Also, lass uns über verschiedene Berufe sprechen. Was ist mit einem Lehrer? Ist das ein einfacher oder schwieriger Beruf? Oh, Lehrer, das ist definitiv ein schwieriger Beruf. Du musst mit vielen Kindern oder Jugendlichen arbeiten. Sie haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Und du musst geduldig sein. Sehr geduldig. Wenn ein Kind etwas nicht versteht, musst du es 10-mal erklären. Genau, und dann gibt es noch die Eltern. Manche Eltern sind nett, aber manche sind sehr anspruchsvoll. Ja, und Lehrer arbeiten nicht nur im Klassenzimmer. Sie korrigieren Hausaufgaben zu Hause, sie planen Unterricht, sie gehen zu Meetings. Meine Schwester ist Lehrerin. Sie arbeitet oft bis spät in die Nacht. Sie sagt, es ist anstrengend, aber auch sehr erfüllend. Das kann ich verstehen. Wenn Kinder etwas lernen und glücklich sind, ist das ein schönes Gefühl. Absolut. Aber körperlich ist der Job auch nicht leicht. Du stehst den ganzen Tag, du sprichst viel, deine Stimme wird müde. Stimmt. Ich könnte das nicht machen. Ich bin nicht so geduldig wie Lehrer. Henry, was ist mit einem Arzt? Ist das ein schwieriger Beruf? Oh ja, definitiv. Ärzte haben eine riesige Verantwortung. Sie müssen Menschen helfen, die krank oder verletzt sind. Und sie müssen viele Jahre studieren. Medizin ist sehr kompliziert. Du musst so viel wissen. Genau. Und dann arbeiten Ärzte oft sehr lange Stunden. Manche arbeiten nachts oder an Wochenenden. Ich habe einen Freund, der Arzt ist. Er sagt, dass der Job emotional sehr schwierig ist. Manchmal kann er Patienten nicht helfen. Und das ist traurig. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist auch ein sehr wichtiger Beruf. Ohne Ärzte wären wir alle in Schwierigkeiten. Ja, das stimmt. Und was ist mit Krankenschwestern und Krankenpflegern? Ich denke, ihr Job ist genauso schwierig. Absolut. Sie arbeiten direkt mit Patienten. Sie geben Medikamente, sie helfen beim Waschen, sie hören zu. Und sie arbeiten auch in Schichten. Manchmal nachts, manchmal tagsüber. Das ist hart für den Körper. Ja, der Schlafrhythmus wird gestört. Das ist nicht gesund. Genau. Also, liebe Zuschauer, kennt ihr jemanden, der im Krankenhaus arbeitet? Wie findet ihr diesen Beruf? Schreibt es uns. Gut. Jetzt sprechen wir über andere Berufe. Was ist mit einem Bauarbeiter? Das ist ein körperlich schwieriger Job, oder? Oh ja, Bauarbeiter arbeiten draußen, bei jedem Wetter. Im Sommer ist es heiß, im Winter ist es kalt. Sie tragen schwere Dinge. Sie arbeiten mit Maschinen. Das ist gefährlich und anstrengend. Ja, und sie stehen den ganzen Tag. Ihre Beine und ihr Rücken tun sicher oft weh. Aber sie bauen Häuser und Straßen. Ohne Bauarbeiter hätten wir keine Gebäude. Das stimmt. Es ist ein sehr wichtiger Beruf, aber ich denke, viele junge Leute wollen diesen Job nicht machen. Warum nicht? Weil es körperlich so hart ist. Und manchmal ist der Lohn nicht sehr hoch. Das ist schade. Wir brauchen gute Bauarbeiter. Absolut. Was ist mit einem Koch? Ist das ein einfacher oder schwieriger Beruf? Ich denke, das ist schwieriger, als viele Leute denken. Köche arbeiten in heißen Küchen. Sie stehen viele Stunden. Ja, und sie müssen schnell arbeiten. Wenn viele Gäste im Restaurant sind, gibt es viel Stress. Genau. Und sie arbeiten oft abends und an Wochenenden. Wenn andere Leute frei haben, müssen Köche arbeiten. Das ist wahr. Mein Cousin ist Koch. Er sagt, es ist kreativ und macht Spaß, aber es ist auch sehr stressig. Ich kann mir vorstellen. Und wenn ein Gast das Essen nicht mag, ist das frustrierend. Ja, und Köche verdienen manchmal nicht viel Geld, besonders am Anfang ihrer Karriere. Das ist ein Problem in vielen Berufen. Harte Arbeit, aber nicht immer guter Lohn. Stimmt. Aber was ist mit Berufen, die vielleicht einfacher sind? Gibt es überhaupt einfache Berufe? Das ist schwer zu sagen. Manche Leute denken, ein Kassierer im Supermarkt hat einen einfachen Job. Aber ist das wirklich einfach?
du musst den ganzen Tag stehen, du musst freundlich zu allen Kunden sein. Ja, und manche Kunden sind unhöflich oder ungeduldig. Das ist nicht leicht. Genau, du musst schnell arbeiten, du musst mit Geld umgehen, du musst viele Dinge gleichzeitig machen. Also, auch dieser Job ist nicht so einfach, wie er aussieht. Richtig, ich denke, jeder Job hat seine Schwierigkeiten. Es kommt darauf an, was für dich persönlich schwierig ist. Das stimmt. Für manche Leute ist körperliche Arbeit schwierig. Für andere ist mentale Arbeit schwieriger. Genau, was ist für euch schwierig, liebe Zuschauer? Körperliche oder mentale Arbeit? Lasst es uns wissen. Gute Frage. Also, Emilia, was ist mit einem Programmierer? Manche Leute sagen, das ist ein einfacher Job. Wirklich? Ich denke, das ist ziemlich schwierig. Du musst Programmiersprachen lernen, du musst logisch denken. Ja, und du musst Probleme lösen. Manchmal sitzt du Stunden vor dem Computer und suchst nach einem kleinen Fehler im Code. Das klingt frustrierend, aber Programmierer verdienen oft gutes Geld, oder? Ja, das stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass der Job einfach ist. Es ist mental sehr anstrengend. Verstehe. Und was ist mit einem Fahrer, ein Busfahrer oder ein LKW-Fahrer? Das ist interessant. Du sitzt den ganzen Tag, also ist es nicht körperlich anstrengend wie Bauarbeit. Aber du musst sehr konzentriert sein. Du trägst Verantwortung für andere Menschen oder für Waren. Ja, und du bist viele Stunden allein? Das kann einsam sein. Stimmt. Und LKW-Fahrer sind oft lange von zu Hause weg. Das ist schwierig für Familien. Genau, also auch dieser Job hat seine Herausforderungen. Ja, ich denke, wir haben gelernt, dass kein Job wirklich einfach ist. Absolut, jeder Beruf hat seine Vor- und Nachteile. Richtig. Aber was ist der beste Beruf für dich, Henry? Für mich? Ich denke, ein Beruf, den du liebst, ist der beste Beruf, auch wenn er schwierig ist. Das ist eine gute Antwort. Wenn du deine Arbeit liebst, fühlt sie sich nicht wie Arbeit an. Genau. Natürlich ist es manchmal stressig oder anstrengend, aber wenn du zufrieden bist, ist das wichtig. Ich stimme zu. Und was ist mit dem Gehalt? Ist Geld wichtig? Natürlich ist Geld wichtig. Wir alle müssen Rechnungen bezahlen, wir müssen essen und wohnen. Ja, aber ich denke, Zufriedenheit ist wichtiger als ein hohes Gehalt. Das sehe ich genauso. Wenn du viel Geld verdienst, aber unglücklich bist, ist das nicht gut. Richtig. Es ist besser, weniger Geld zu verdienen und glücklich zu sein. Aber natürlich wäre es am besten, gutes Geld zu verdienen und glücklich zu sein. Haha, ja, das wäre perfekt, aber das ist nicht immer möglich. Stimmt. Also, liebe Zuschauer, was ist euch wichtiger? Ein hohes Gehalt oder Zufriedenheit im Job? Schreibt es in die Kommentare. Gute Frage, ich bin gespannt auf die Antworten. Ich auch. Also, Emilia, lass uns über spezielle Berufe sprechen. Was ist mit einem Feuerwehrmann? Oh, das ist ein sehr schwieriger und gefährlicher Beruf. Feuerwehrleute retten Leben. Ja, sie gehen in brennende Gebäude. Das erfordert viel Mut. Absolut, und sie müssen sehr fit sein. Körperlich ist das ein harter Job. Ja, sie tragen schwere Ausrüstung, sie arbeiten bei extremen Temperaturen. Und sie arbeiten in Schichten. Manchmal müssen sie nachts aufstehen, wenn es einen Notfall gibt. Das ist wahr. Aber es ist auch ein sehr respektierter Beruf. Feuerwehrleute sind Helden. Ja, das stimmt. Jeder respektiert sie. Und was ist mit einem Polizisten? Auch ein schwieriger und manchmal gefährlicher Beruf. Polizisten müssen die Gesellschaft schützen. Ja, sie arbeiten oft in stressigen Situationen. Sie sehen manchmal schlimme Dinge. Das ist emotional sehr schwierig. Und sie müssen schnelle Entscheidungen treffen. Genau, und Polizisten arbeiten auch in Schichten, Tag und Nacht. Ja, und manche Leute mögen Polizisten nicht. Das ist unfair, aber es passiert. Das stimmt. Es ist ein Beruf mit viel Verantwortung. Absolut. Und was ist mit einem Piloten? Das klingt nach einem interessanten Job. Ja, Piloten reisen viel. Sie sehen viele Länder und Städte. Das ist der Vorteil. Aber sie tragen auch große Verantwortung. Hunderte von Menschen sind im Flugzeug. Ja, und sie müssen sehr konzentriert sein. Ein Fehler kann katastrophal sein. Genau. Und sie arbeiten auch lange Stunden. Manchmal fliegen sie nachts oder haben Jetlag. Das ist schwierig für den Körper. Der Schlafrhythmus wird gestört. Ja, und sie sind oft weg von zu Hause und von ihrer Familie. Das ist ein großer Nachteil, aber der Job ist auch gut bezahlt, oder? Ja, Piloten verdienen normalerweise gutes Geld, aber sie müssen viele Jahre trainieren. Stimmt, es ist nicht einfach, Pilot zu werden. Nein, definitiv nicht. Also, liebe Zuschauer, würdet ihr gerne Pilot sein? Oder lieber nicht? Sagt uns eure Meinung. Ja, ich bin neugierig. Also Henry, was ist mit kreativen Berufen? Zum Beispiel ein Künstler oder ein Musiker? Oh, das ist interessant.
Ich denke, kreative Berufe sind anders. Sie sind nicht unbedingt körperlich schwer. Aber sie sind mental und emotional herausfordernd. Künstler müssen kreativ sein und das ist nicht immer einfach. Ja, manchmal hast du keine Ideen. Das nennt man eine Blockade. Genau, und Künstler verdienen oft nicht viel Geld, besonders am Anfang. Das ist ein großes Problem. Viele Künstler müssen andere Jobs machen, um Geld zu verdienen. Ja, sie arbeiten als Kellner oder in Geschäften und in ihrer Freizeit machen sie Kunst. Das ist hart. Aber wenn du Erfolg hast, kann es sehr erfüllend sein. Absolut. Und Musiker, ist das ähnlich? Ja, ich denke schon. Musiker müssen viel üben. Das braucht Disziplin und Zeit. Und sie müssen oft reisen, um Konzerte zu geben. Ja, das ist anstrengend. Aber es ist auch aufregend. Stimmt, also auch kreative Berufe haben ihre Schwierigkeiten. Ja, kein Beruf ist perfekt. Alle haben Vor- und Nachteile. Richtig, was ist mit einem Anwalt? Das ist ein intellektueller Beruf. Ja, Anwälte müssen viele Jahre studieren. Sie müssen Gesetze lernen und verstehen. Und sie müssen logisch denken und gut argumentieren können. Genau. Und sie arbeiten oft sehr lange Stunden. Manche arbeiten 60 oder 70 Stunden pro Woche. Das ist viel. Bleibt da noch Zeit für Familie und Freizeit? Nicht viel, das ist ein großer Nachteil. Aber Anwälte verdienen normalerweise gutes Geld, oder? Ja, viele Anwälte verdienen sehr gut, aber sie arbeiten auch sehr hart dafür. Das ist fair. Harte Arbeit sollte belohnt werden. Absolut. Und was ist mit einem Wissenschaftler? Das ist auch ein intellektueller Beruf. Ja, Wissenschaftler forschen und machen Experimente. Sie versuchen, neue Dinge zu entdecken. Das klingt spannend. Aber es ist auch schwierig. Manchmal funktionieren Experimente nicht. Ja, das kann frustrierend sein. Du arbeitest Monate oder Jahre an etwas und es funktioniert nicht. Aber wenn du etwas Neues entdeckst, ist das ein großartiges Gefühl. Absolut. Wissenschaftler tragen viel zur Gesellschaft bei. Ja, ohne Wissenschaftler hätten wir keine neuen Medikamente oder Technologien. Stimmt, es ist ein wichtiger Beruf. Aber verdienen Wissenschaftler gut? Das kommt darauf an. Manche verdienen gut, andere nicht so viel. Das ist schade. Wichtige Arbeit sollte gut bezahlt werden. Ich stimme zu. Aber leider ist das nicht immer der Fall. Ja. Also, liebe Zuschauer, welchen Beruf findet ihr am wichtigsten? Arzt, Lehrer, Wissenschaftler, Feuerwehrmann? Schreibt es uns. Gute Frage. Ich denke, alle diese Berufe sind wichtig. Ja, jeder Beruf trägt auf seine Weise zur Gesellschaft bei. Genau. Auch Berufe, die nicht so respektiert werden, sind wichtig. Zum Beispiel? Zum Beispiel Müllmänner. Sie sammeln unseren Müll. Ohne sie wäre unsere Stadt schmutzig. Das stimmt. Das ist ein sehr wichtiger Job, aber viele Leute denken nicht darüber nach. Ja, und es ist auch ein körperlich harter Job. Sie arbeiten früh am Morgen. Sie tragen schwere Mülltonnen. Und sie arbeiten bei jedem Wetter. Im Sommer ist es heiß, im Winter ist es kalt. Genau, also wir sollten alle Berufe respektieren. Absolut, jeder Job ist wichtig. Richtig. Und was ist mit einem Reiniger? Leute, die Büros oder Häuser putzen. Auch ein wichtiger Job. Ohne Reiniger wären unsere Arbeitsplätze und Häuser schmutzig. Ja, und es ist körperlich anstrengend. Du musst viel bücken, du trägst schwere Eimer. Und manche Leute respektieren Reiniger nicht. Das ist sehr unfair. Ja, das macht mich traurig. Alle Menschen verdienen Respekt, egal was sie arbeiten. Ich stimme vollkommen zu. Wir sollten dankbar sein für alle, die arbeiten. Absolut. Also, liebe Zuschauer, zeigt Respekt für alle Menschen, egal welchen Beruf sie haben. Ja, das ist eine wichtige Botschaft. Also Henry, was ist dein Traumjob? Mein Traumjob? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, ich würde gerne etwas Kreatives machen. Wie was? Vielleicht Filme machen oder Musik produzieren. Etwas, wo ich meine Kreativität nutzen kann. Das klingt toll. Und was hält dich davon ab? Nun, es ist schwierig, in diesen Bereichen erfolgreich zu sein. Und ich brauche ein stabiles Einkommen. Das verstehe ich. Manchmal müssen wir praktisch sein. Ja, aber vielleicht kann ich es als Hobby machen. Das ist eine gute Idee. Und was ist dein Traumjob, Emilia? Ich würde gerne mit Tieren arbeiten. Vielleicht als Tierärztin oder in einem Zoo. Oh, das klingt wunderbar. Liebst du Tiere? Ja, sehr. Aber Tierarzt zu werden dauert viele Jahre. Man muss studieren wie ein normaler Arzt. Das stimmt. Es ist ein langer Weg. Ja, aber vielleicht mache ich es eines Tages. Man weiß nie. Genau. Es ist nie zu spät, seine Träume zu verfolgen. Das ist wahr. Also, liebe Zuschauer, was ist euer Traumjob? Habt ihr ihn schon oder träumt ihr noch davon? Erzählt es uns. Ja, wir würden gerne eure Geschichten hören. Absolut.
Also wir haben heute viel über Berufe gesprochen. Ja, und wir haben gelernt, dass jeder Beruf seine Herausforderungen hat. Richtig, es gibt keinen perfekten Job, aber es gibt den richtigen Job für jeden Menschen. Genau, es ist wichtig, etwas zu finden, das zu dir passt. Ja, etwas, das dich glücklich macht und dir Zufriedenheit gibt. Und natürlich etwas, das dir erlaubt, ein gutes Leben zu führen. Absolut. Das Gleichgewicht zwischen Glück und Geld ist wichtig. Ja, also liebe Zuschauer, wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Ja, und wir hoffen, ihr habt etwas Neues auf Deutsch gelernt. Vergesst nicht, eure Kommentare zu schreiben. Wir lesen sie alle. Genau. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr Deutsch lernen möchtet. Ja, wir machen jede Woche neue Videos für euch. Richtig, also bis zum nächsten Mal. Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss und macht es gut. Auf Wiedersehen.